Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sind heute auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Wir sehen den Tawat Vivaldi 490 TD, ein Wohnwagen mit dem ganz neuen Tawat-Design. Man sieht es also hier vorne natürlich mit ATC und ganz, ganz vielen Extras. Und dieser Wohnwagen wird uns heute mal von der Kollegin ein bisschen gezeigt, vorgeführt. Was kann er alles? Wir gucken in jede Ritze rein. Abonniert German Television. Schaut mal nach, ob ihr wirklich die Abo-Taste gedrückt habt. Und dann schauen wir uns gleich mal zusammen das Produkt mal an. Tawat, wirklich ein Unternehmen, was es so in der Form schon ewig gibt. Und die haben wirklich Erfahrung im Wohnwagenbau. Auch hier auf der Messe stehen ganz viele Exponate von Tawat, die zeigen, dass der Wohnwagenbau bei Tawat eine lange Historie hat. Genau hinter uns sehen wir, da ist einer der wirklich uralten Tawats da und der V490 TD, der ist wirklich die Speerspitze im Moment im Einachserbereich Vivaldi. Ja, das neue Heckdesign, Multi-LED-Rückleuchte ist hier mit drin und hier sieht man auch im Messemodus ist das Ganze jetzt mit den Audi-Blinklichtern versehen. Das sieht doch ganz schick aus. Das Fahrzeug selber hat eine Seitenwand aus Aluminium. Und an der Seite auch nochmal Verstärkungen mit dabei. Die sind orderbar, damit das Ganze natürlich auch wirklich robust wird. Es gibt Serviceklappen. Das Ganze gab es auch nicht ewig, sondern jetzt ab Werk bestellbar. Seit einigen Jahren Serviceklappen, indem man die Möglichkeit hat, direkt unter dem Bett auch von der Seite an das ganze Material heranzukommen. Grauer Designbelag hier oben drin. Man sieht hier oben schon die Teller. Das Ganze ist natürlich unterlüftet und die Serviceklappen, ja, die gibt es optional mit dazu. Das Ganze natürlich abschließbar von Tawat. Ja, Serienausstattung beinhaltet natürlich auch einen großen Gaskasten. Der ist mit Riffelblech ausgelegt, hier in dem Fall für 2 Gasflaschen, 11 Kilogramm. Und hier sieht man auch die Verarbeitung. Alles ist hier wirklich geschweißt und auf die Ewigkeit vorbereitet. Die meisten Tawat-Wohnwagen, muss man sagen, die jemals gefahren sind, einige gibt es fast von jedem Fahrzeug heute noch auf der Straße. Das Ganze ist abschließbar und hier sieht man die Kupplung von Alco. Das Ganze mit ATC in Serie und mit einer eingebauten Waage. Das heißt, ihr könnt also das Gewicht von dem Wohnwagen direkt ablesen an der Kupplung. So, große Aufbautür. Und hier sieht man auch nochmal die technischen Daten hier dabei, also 31.140 Euro, da geht's los, wie hier steht, 38.000 Euro. Und auch hier habe ich 414 Kilo ungefähre Zuladung, bei dem hängt aber davon ab, für welche Tonnage man sich entscheidet. Ja, Vivaldi 490 TD, Modelljahr 23. Da ist er mit drin. Sandra geht mal kurz vor. Und große Eintrittsstufe, breite Tür, hier auf der linken Seite direkt schon Fächer für die Schuhe. Das Ganze ist auch so, dass man die Schuhe reinlegen kann. Das kann auch mal nass werden an dem Boden oder leicht feucht werden. Das ist kein Problem. Und Kühlschrank auf der rechten Seite, der ist zu öffnen. Hier sieht man das Fliegenschutzgitter davor. Das ist auch in dem Modell eingebaut und schützt vor den wichtigsten Plagegeistern, die es halt so gibt. Großer Kühlschrank, beidseitig zu öffnen und mit Doppelanschlag von Dometic. Auch der an der richtigen Stelle direkt am Eingang mit dabei. Und wir gehen jetzt mal rein, schauen uns das an mit einer großen Sitzgruppe, die also wirklich einlädt, um darauf wirklich zu flanieren und Spaß zu haben. Die Sitzgruppe ist, glaube ich, das Allentscheidende. Wenn jemand einen Wohnwagen hat, in so einer Sitzgruppe möchte man wirklich drin sitzen. Und das Ganze auch schön mit Mikrofaser hier bezogen. Fühlt sich auch richtig gut an. Gardinen, Flächenvorhänge in dem Fall, die sind natürlich auch später nochmal änderbar. Hinterlüftete Schränke überall. Das heißt also, die ganze Wärme, die Konvektion, die an der Seite drauf ist, die geht durch alle Schränke durch. Sie kann oben entweichen und macht das Ganze wirklich über lange Zeit dann auch nutzbar. Wichtig ist ja Staunässe. Sollte sie jemals reinkommen, sie muss auch irgendwann mal rausgehen.
Und hier sieht man also auch Beschläge und so weiter. Das alles 3 Beschläge bei der kleinen Klappe. Ich glaube, das spricht auch nochmal für sich. Und da hinten damals nochmal, das Ganze ist hinterlüftet. So, dann eine große Küchenzeile mit drin, mit großen Schubladen. Das Ganze mit Soft-Close-Technik und großen Schränken. Auch die dürfen natürlich in so einem Fahrzeug nicht fehlen. Die sind drauf, hier mit sage und schreibe, ich glaube 5 oder 6 Beschlägen wird das Ganze gehalten. Und 5 Beschläge sind es hier oben. Großes Spülbecken mit dabei, Edelstahl, da passt auch mal ein Pizzateller rein. Und das Ganze auch platzsparend zusammenfaltbar. Und einer 3-flammigen Kochstelle, auch die können wir uns mal anschauen. Das auf Gasbasis mit Piezo-Zündung natürlich. Das heißt, man braucht also auch hier kein Feuerzeug mehr. Kühlschrank haben wir schon von außen gesehen. Der ist sehr, sehr groß, in großen Bandbreiten benutzbar. Einmal von außen, einmal von innen. Hier sieht man also das normale Kühlfach mit drin, mit vielen Haltemöglichkeiten. Und oben gibt es nochmal ein Gefrierfach. Unten nochmal eine kleine Schublade mit drin. Aber da hat man wirklich nur noch Platz für so das Notwendigste auf der rechten Seite mit drin. Also Kleinigkeiten, die man hier mit einlegen kann. Hier übrigens Wohnraumteppich verlegt, das gibt es optional. Und an der Seite sieht man wahrscheinlich einen Apotheker. Können wir mal ganz kurz gucken, ob die Sandra den aufkriegt. Da ist er, Apotheker mit 3 Etagen mit eingebaut. Davor ist natürlich der Kühlschrank. Das heißt also, diese Blenden auf der rechten Seite, die weiße Blende, die ist natürlich nicht zu öffnen oder nicht dafür gedacht. Ein großer Schrank noch mit dabei. Auch hier kann ich wählen, möchte ich den eventuell als Kleiderschrank nutzen. Jetzt sind hier Fachböden mit eingebaut. Das heißt, jetzt ist er im Moment ein ganz normaler Schrank mit 4 Böden und oben nochmal ein Fach, wo man diverse Einbauten vornehmen kann. Also Platz hat man hier in dem Wohnwagen wirklich satt. Wir gehen mal ein Schrittchen weiter in das Badbereich, sehr großzügig. Auch hier sieht man, man hat also viel Platz und Beinfreiheit. Was die meisten ja schätzen, ist, dass man auf der einen Seite auch für breitere Personen Platz hat und die Beinfreiheit dann auch genießt. Unser Toilettenmodell lacht sich gerade tot. Aber Rauchglasscheibe mit dabei, man möchte ja nicht, dass irgendeiner da zuschaut. Optional natürlich dann hier auch mit Dusche, die ist verfügbar. Und schauen wir ganz kurz rein, ob hier eine Duschinstallation dabei war. Ich sehe sie im Moment nicht, aber das Ganze gibt es auch mit einer Duschbrause mit dabei. Und dann muss man allerdings einen Abwassertank drunter stellen. Schränke, jede Menge, im Bad mit eingebaut. Tedford Kassettentoilette hier mit drin. Und das ist ja schon fast ein Industriestandard geworden. Der ist von außen jeweils zu servitieren. Großes Waschbecken mit drin. Hier sieht man es also auch nochmal. Und die Waschmöglichkeit, also auch mit ganz viel Stauraum hier unten drunter, der ist hier zu sehen und jede Menge Platz, auch Ablagen rund um das Waschbecken für jede Menge Zahnbürsten und. Also hier kann ich genug ablegen. Wichtig ist das Bett. Auch hier habe ich die Möglichkeit, unter dem Bett einiges zu verstauen. Großer Stauraum, wir haben es ja schon von außen gesehen, da ist die Klappe mit dabei, die Serviceklappe, die kann geöffnet und geschlossen werden. Und das Ganze mit einem richtigen Lattenrost und nochmal Tellerfedern mit dabei. Also Schlafkomfort, wirklich wie zu Hause. Auf der rechten Seite nochmal Decken und so weiter. Die kann man optional mit dazu bestellen. Und mit der Bad-Variante hat man natürlich die Möglichkeit, sich nochmal komplett zu vereinzeln. Und ja, schiebt dann einfach 2 Türen zu und ist dann alleine im Raum, der nochmal für sich ganz alleine nach einem getanen Urlaubstag. Sandra, wir werden mal schauen, wie das Ganze dir gefallen wird. Auch hier jede Menge Oberschränke mit drin, also viel Platz, um dort Unterwäsche und. Hier sieht man 230 und 12 Volt Installationen noch mit drin. Ausfallschutz, also das Ganze ist so angeordnet, dass nicht alles immer sofort rausfallen kann. Das ist übrigens die Messebeleuchtung, die sehr hell macht, aber kein schönes indirektes Licht produziert. Trotzdem haben wir damit genug Licht, um euch das Ganze mal zu zeigen. Und auch hier sieht man jede Menge Scharniere mit dabei, also alles in hoher handwerklicher
Qualität ausgebaut. 2 Leselampen mit dabei mit USB hinten im Heckbereich und also hier in dem Fall im Frontbereich mit drin. Hier oben noch jede Menge Ablagemöglichkeiten. Da ist die Kombiheizung inklusive Truma Einnet. Das ist auch Serie hier, bedeutet, ich kann also von der Ferne aus die komplette Heizung dann auch bestimmen und kann zum Beispiel von der Skipiste aus meine Heizung an- und ausschalten. So, Sitzflächenvergrößerung in Serie, die ist hier mit drin und Softclose-Einzug. Wasserfiltersystem ist übrigens auch mittlerweile mit dabei und man hat überall natürlich nochmal eine Belüftung mit drin und Heizungsauslässe. All das in dem Tabat Vivaldi. Ja, es gibt unglaublich viele Systeme, die wir euch zeigen wollen. Und ja, Sandra ist mal am Ausprobieren. Du musst das kleine Knöpfchen drücken, dann kannst du es auch aufmachen. Und der Kollege zeigt hier nochmal auf das CP Plus Bedienteil, was es in Kürze dann auch in der neuen Serie gibt. All das seht ihr hier. Klassische Schalter hier noch mit dabei. Das Ganze gibt es bei anderen Marktbegleitern natürlich auch als Bussystem, aber hier haben wir ganz normale Schalter. Der Vivaldi 490 TD 2.3, 31.140 €. Wie er hier steht, 38.527 €. Das sind die neuen Touchpanels übrigens mittlerweile. Hier kann man also alle technischen Daten dann direkt am Point of Sale abrufen auf der Messe. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ja, vielen Dank und denkt dran, abonniert German Television, drückt auf die Abo-Taste und dann können wir für euch auch viele neue Produktionen machen und euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert.